ohne einen Zweckgedanken als übergreifendes Prinzip, das eine akzeptable Verbindung von Wort und Sache begründet, wäre auch jede Moral und jedes Recht unmöglich gemacht. Eine Vermittlung zum Zweck der sprachlichen Kommunikation wird ja von den meisten Menschen ohnehin tagtäglich praktiziert. Ohne eine solche Verbindung wäre überhaupt keine Verständigung möglich. Auch wenn es dabei oft zu Missverständnissen kommt, gibt es dennoch viele Angelegenheiten, bei denen eine logisch unzutreffende Identifikation nicht ins Gewicht fällt, weil der praktische Erfolg ein solches Vorgehen rechtfertigt. Man darf nur nicht einfache Begriffe wie Tisch und Stuhl mit komplizierten Abstraktionen, wie zum Beispiel dem juristischen Begriff der Erregung öffentlichen Ärgernisses oder intellektuelle Verantwortung, unkritisch in einen Topf werfen. Wenn Lyotard von einem Konsens nichts wissen will, so muss man ihm in logischer Hinsicht unbedingt recht geben. Das Erschleichen einer logischen Vermittlung von Individuum und Allgemeinheit ist in jedem Fall eine Ungerechtigkeit, meist zu Lasten des Individuums. Ganze Bibliotheken sind vollgeschrieben worden mit der Subsumierung des Einzelnen unter das Allgemeine, mit der Auffassung, dass es sich beim Individuum zwar um einen sehr kleinen Teil der Allgemeinheit handelt, aber im Prinzip doch um etwas Allgemeines. Nur so hat sich überhaupt so etwas wie eine wissenschaftliche Gesetzlichkeit begründen lassen. Lyotard spricht im Widerstreit auf Seite 286 von der Inkommensurabilität der Bedürfnisse, der Wünsche und Nutzungen. Hier aber von Inkommensurabilität zu sprechen, halte ich nicht nur für verwirrend, sondern auch direkt für verfehlt. Wenn nämlich klar ist, dass in logischer Hinsicht alles mit allem inkommensurabel, unvergleichbar ist, dann ist es in der Tat zwecklos, einen Interessenkonflikt schlichten zu wollen, weil dabei immer jemand den Kürzeren zieht. Aber in Bezug auf eine konkrete Lebenspraxis, in der Menschen ihre jeweiligen Beziehungen untereinander aushandeln bzw. gewisse Normen des gemeinsamen Umgangs festlegen, werden die Dinge und das Verhalten so oder so miteinander verglichen. Und ein bloßes Laufenlassen der Sprachspiele reicht da für eine gemeinsame Ordnung nicht aus, wie das Lyotard empfiehlt. Die entscheidende Frage bei der Konfliktlösung ist immer nur, worüber übrigens auch jetzt schon in der Rechtsprechung eine weitestgehende Übereinstimmung vorhanden ist. Die entscheidende Frage ist, welches Gut im Streitfall jeweils den Vorrang erhalten soll. Dann zählt zum Beispiel die Freiheit des Individuums, das subjektive Recht mehr als das Recht der Allgemeinheit. Das objektive Recht, wie die Rechtsordnung gesamtheitlich genannt wird. Lyotard will das Wissen durch eine Arbeit am Unbekannten begründen. Er meint objektivistisch, dass der Spaltung die Wahrheit gehört. Es gibt aber keine Wahrheit an sich. Lyotard begeht hier einen typisch modernen Fehler der Ansichifizierung und betreibt eine universalistische Logik ganz entgegen seinen eigenen Behauptungen und der Ablehnung von Allgemeinheit. Es ist auch wahr, dass ethische Ansprüche von anderer Art sind als kognitive, aber nur auf den ersten Blick. Tatsächlich existieren überhaupt keine kognitiven Ansprüche, sofern sie nicht eine Binnenlogik betreffen. Es gibt überhaupt nur ethische Ansprüche auf einen wünschenswerten Sollzustand. Jede Art von Anspruch ist ethisch zu rechtfertigen.
Zumindest ergibt sich diese Folgerung aus meiner Logik. In dem Buch Das postmoderne Wissen steht auf Seite 43, dass Erhabenes stattfindet, wenn die Einbildungskraft nicht vermag, einen Gegenstand mit einem Begriff zur Übereinstimmung zu bringen. Dass jemand zwischen Wort und Sache logisch differenziert, setzt ja schon mal ein gewisses Sprachbewusstsein voraus. Aber selbst von da aus gibt es keine notwendige Verbindung zur Erhabenheit. Die wächst nochmal auf einem anderen Boden mit ganz anderen Voraussetzungen, die nicht notwendigerweise bei jedem Menschen vorhanden sind. Die Einbildungskraft gibt es nicht als solche und an sich. Es kommt immer auf die subjektiven Voraussetzungen eines mehr oder weniger ausgebildeten Verstandes oder ausgebildeter Gefühlswelt an, wie und was damit produziert wird. Wenn jemand verzweifelt einen Begriff für etwas Erhabenes sucht, dann passiert in seinem Bewusstsein etwas anderes als bei jemandem, der die Unmöglichkeit einer an sich gültigen Aussage überhaupt nicht begreift. Mit einer Formel oder einem Prinzip, das in dieser Hinsicht für den einen wie für den anderen Menschen gleichermaßen relevant sein soll, ist hier nicht gedient. Diese Formel erklärt gar nichts und wird nichts und niemandem gerecht. Ich kann mit Lyotard, Adorno oder Derrida im Prinzip durchaus einer Meinung sein, was die Unvergleichbarkeit des Einzelnen angeht. Aber das ist meine persönliche Entscheidung, die das Resultat meiner eigenen Urteilskraft ist. Ein logisches Recht, einen Anspruch, dass meine Meinung auch von anderen Leuten anerkannt wird, gibt es nicht. Das wäre nicht einmal der Fall, wenn jemand meine Prämissen akzeptiert, denn selbst dann können verschiedene Ableitungen folgerichtig sein. Meine Kritik gegen die Realitätsapostel ist auch nicht primär logischer Natur, auch wenn ich dabei logische Fehler bemängle, sondern sie ist hauptsächlich ethisch motiviert. Weil die Positivisten grundlegende Widersprüche in ihrem Denken einfach ignorieren, fehlt es ihnen an der intellektuellen Redlichkeit und vorurteilslosen Gründlichkeit. Wenn jemand eine unmittelbare Erfahrung für sich in Anspruch nimmt und deren Anerkennung dann von anderen als objektiv vorhanden einfordert, ist in betrügerischer Absicht unterwegs. Auch Lyotard strotzt nicht gerade vor Klarheit, wenn er ein an sich Undarstellbares behauptet. Ein solches wäre nämlich Terror. Und deshalb kann auch kein Gefühl für etwas an sich Inkommensurables geschärft werden, wie das von Lyotard gefordert wird. Man kann jemanden auffordern, seine logischen Prinzipien zu überprüfen und entsprechende Hinweise auf eine Inkommensurabilität von Wort und Sache geben. Aber die Leute müssen die prinzipielle logische Unvereinbarkeit selbst einsehen, wenn Rationalität und Logik überhaupt noch einen Sinn machen sollen. Allein auf diesen Denkprozess kommt es an. Und wo er nicht stattfindet, ist auch das Wort inkommensurabel bedeutungslos und irrelevant. Das Inkommensurable ist keine Art Loch, eine Bresche im gegebenen Selbst, wie Lyotard meint. Denn ein an sich Gegebenes findet nicht statt. Das Gegebene ist immer schon ein Genommenes, von jemandem genommen, basierend auf seinen geistigen Fähigkeiten bzw. Intentionen. Wo kein ganz bestimmtes individuelles Bewusstsein ist, in dem jemand seine Sinnesempfindungen zu Gedanken vergegenständlicht und ihnen eine Bedeutung verleiht, da gibt es auch keine Inkommensurabilität, keinen Gott und keinen Teufel.
Es gibt auch keine unaufhörliche Kette der Substitutionen, der laut Derrida das Denken der Differenz notwendigerweise anheimfällt. Denn eine solche müsste an sich vorhanden sein. Ist es aber nicht für mich, weil meine Ketten in der Regel einen Anfang und ein Ende haben. Es macht auch keinen Sinn, vom Unsagbaren als von einem Schatten der Wirklichkeit zu reden, weil eine solche Wirklichkeit nur als widersprüchlicher Gedanke existiert. Alle diese Bezugnahmen auf subjektunabhängige Abstraktionen verwirren nur und verhindern ein klares Bild der Sache. Die ganze Moderne wimmelt nur so von solchen Abstraktionen. Von einem Unmittelbaren zu sprechen, ist ein Fehler, den nicht nur die Positivisten machen, sondern auch Lyotard, wenn er ein an sich Gegebenes annimmt, das nicht vermittelt ist. Was bewusst werden kann, muss vergegenständlicht bzw. verdinglicht sein. Es gibt keinen Widerstreit, der sich im Gefühl zu erkennen gibt, wie es in Lyotards Widerstreit Seite 33 folgende heißt. Weil Gefühle Urteile sind. Außerdem lässt sich die logische Inkommensurabilität mit gutem Grund auch ganz allein rational rechtfertigen. Was Lyotard da bezeugt, ist kein Gefühl von einem Unmittelbaren, sondern einfach ein Gefühl, das er selbst mit dem Begriff des Undarstellbaren verknüpft. Das sind alles Sprachspiele, in denen jemand seine Überzeugung, seinen Glauben, eine Bedeutung, eine Interpretation in einem bestimmten Begriff fasst. In dem Fall das Undarstellbare. Aber eben ohne jeden Anspruch auf Übertragbarkeit oder überindividuelle Geltung. Lyotard will sich über begriffslose Gefühle verständigen. Die Rede ist auch von einem interesselosen Geistesgefühl, das er für das Erhabene empfinden will. Das erhabene Gefühl braucht kein Ich denke mehr, so Lyotard. Wenn Lyotard davor warnt, dass man vom Erhabenen keinen übermäßigen Gebrauch machen sollte, dann nicht nur deswegen, weil ein solches religiöses oder ästhetisches Asylum sich schnell mal den Vorwurf der Flucht aus einer intellektuellen Auswegslosigkeit gefallen lassen muss. Birgit Recki sieht das Erhabene überhaupt kritisch. Sie schreibt, folgt man Lyotard, so wäre nicht nur jedes Kunstwerk, sondern überhaupt alles erhaben. Denn wo wollte man schließlich etwas finden, das sich unseren Anstrengungen, es auf den Begriff zu bringen oder ins Bild zu setzen, um es dadurch gleich zu machen, nicht in der beschriebenen Weise entziehen würde? Wer seine Aufmerksamkeit mit aller möglichen Anstrengung auf das Hier und Jetzt fixiert, dem fallen plötzlich Dinge auf, die sonst überhaupt nicht bemerkt worden wären. Was für jemanden im Moment wirklich ist, hängt davon ab, mit welchem Interesse seine Aufmerksamkeit gesteuert wird, so wie auch die jeweilige Begriffsbildung von einem Interesse oder einem Zweck veranlasst ist. Lyotard behauptet, dass sich das Gefühl als Unmittelbares jeglicher Fixierung entzieht und verwirrt damit den Begriff der Inkommensurabilität. Denn was er da gefühlt haben will, ist bereits ein vergegenständlichtes, das heißt eine Abstraktion, die er als inkommensurabel bezeichnet. Auch andere Abstraktionen, wie etwa der Begriff der Anschauung, Empfindung oder Wahrnehmung, sind bereits das Ergebnis eines Vergleichs, eines vielleicht auch unbewussten Urteils. Ich kann also nichts als unvergleichbar bezeichnen, das bereits verglichen worden ist.
Ein Gefühl ist wie jede in einem Bewusstsein vergegenständlichte Einheit das Ergebnis einer Zusammenfassung von bestimmten Einzelheiten, bei der gleichzeitig von anderen Einzelheiten abstrahiert wird. Unvergleichbar ist etwas nur prinzipiell. Eine Anschauung aber, eine Empfindung, eine Wahrnehmung ist als Bewusste bereits einem Bewusstmachungsprozess unterworfen oder wie auch immer man die Verdinglichung, die Verwortung eines Sinnesdatums nennen mag. Unvergleichbar ist etwas, das nicht durch ein Bewusstsein zustande kommt. Das Ding an sich oder einfach nur ein Ding, wobei mit Ding etwas Unerkennbares, Prädikatloses gemeint ist, das lediglich als irgendetwas da ist. Und von diesem Irgendetwas gibt es keine logisch denknotwendige und allgemeingültige Verbindung zu einem ganz bestimmten Wort und nur diesem. Ist eine solche Allgemeingültigkeit von vornherein ausgeschlossen, macht es auch keinen Sinn mehr, von einer Inkommensurabilität zu sprechen, weil ohnehin jedes Subjekt seine eigenen wörtlichen Verarbeitungen des gegebenen Materials mehr oder weniger willkürlich vornimmt, um seine Interessen zu verfolgen. Nimmt man ein allen Sinnen Gemeinsames an und nennt es Daten, dann sind die Daten des Auges mit denen des Ohrs inkommensurabel und nicht ineinander übersetzbar. Den Augennerv an die Hautnerven angeschlossen ergibt kein Sehen oder Fühlen. Fällt diese Allgemeingültigkeit weg, dann ist das Sehen eben das Sehen und das Hören und eine Inkommensurabilität ist irrelevant, weil die ja nur in Frage kommt, wo eine logische Vergleichbarkeit behauptet wird. Inkommensurabilität ist das Wort dafür, dass eine rein logische Allgemeingültigkeit unmöglich ist. Es ist lediglich einer Ungenauigkeit im Denken oder einer Absicht geschuldet, wenn zwei Dinge als identisch oder als gleich angesehen werden. Vor diesem Hintergrund sind die jahrelangen Streitigkeiten um Erkenntnisfragen rational nicht mehr zu erklären. Ich vermute deshalb ein politisches Motiv in der Aufrechterhaltung des Dogmas von der Erkennbarkeit des Dings an sich, wie es von Realisten und Positivisten praktiziert wird. Für die Behauptung einer objektiven Erkenntnis gibt es keine logisch-rationalen Gründe. Es gibt kein Wissen, das nicht zweckbedingt wäre. Dennoch wird weiter versucht, vor allem aus den Naturwissenschaften eine Religion zu machen, die imstande ist, für sicheres und verlässliches, allgemeingültiges Wissen zu sorgen. Aus ordnungspolitischen Gründen ist es ja auch durchaus sinnvoll, den Glauben an eine einheitliche Rationalität und Logik in der Bevölkerung zu fördern, der dann noch dazu einem vernünftigen Regierungshandeln entspricht. Wird die Glaubwürdigkeit der politischen Akteure aber auf dem Rücken der Naivität oder Dummheit der großen Masse erschlichen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich dieser Schwindel rächen wird. Nicht wenige der zeitgenössischen gesellschaftlichen Probleme lassen sich auf eine fehlende Urteilskraft in der Bevölkerung zurückführen und diese wiederum auf eine Einseitigkeit und Zusammenhanglosigkeit der Lehrpläne an den Schulen. Solange nicht klar ist, dass der Begriff der Allgemeinheit nur in praktischer bzw. ethischer Hinsicht von Bedeutung ist, wird die Behauptung einer subjektunabhängigen Geltung dieses Begriffs weiter für Verwirrung sorgen. Es gibt aber keine primären Erkenntnisprobleme, sondern nur Anwendungsprobleme in Bezug auf ethische Prämissen.
Konkrete Reformpläne sind aber hier nicht das Thema. Im Moment geht es erst einmal darum, die geistigen Mindestanforderungen zu schaffen, um den geistigen und seelischen Zustand der meisten Menschen als ernsthaftes Problem zu begreifen. Erst wenn ein allgemeines Verständnis für den Prozess der Begriffsbildung vorhanden ist, kann tatsächlich überhaupt von einem Denken gesprochen werden. Außerdem lässt sich nur so wirksam eine Kritik der Rechtsbegriffe durchführen, die dann konkrete Auswirkungen hat.